Ach so, das ist deins. Ja. Danke. Bobby, nach was schmeckt Liebe für dich? Wie meinst du das? Na, schmeckt die Liebe eher für dich würzig, herzhaft oder eher leise, zart, vertraut? Ich glaube, das hängt ganz davon ab, welche Art von Liebe. Tragische Liebe, glückliche Liebe, alte Liebe, junge Liebe. Das interessiert mich. Ist es der Geschmack einer tragischen Liebe, dem ich dieses Mal nachgehe? Mein Name ist Roman Steger. Ich bin Koch. Gemeinsam mit dem Philologen Bobby Wallisch begebe ich mich auf die Suche nach den großen Liebesgeschichten der Welt. Kronprinz Rudolf und Mary Wetscherer gingen mit ihrem Tod vor mehr als einem Jahrhundert als berühmtes Liebespaar in die Geschichte ein. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Essenz dieser Liebesgeschichte auf den Teller zu bringen. Ich darf Sie zu Tisch bitten. Wieso liegt eigentlich der Kronprinz Rudolf alleine da? Also warum liegt die Wetscherer nicht da? Naja, sie war keine Habsburgerin. Glaube ich, die einfachste Erklärung. Ich finde das ja total interessant. Das ist ja eines der berühmtesten Liebesgeschichten. Und irgendwie liegt er da allein. Das ist doch irgendwie... Ja, nicht nur das, schau mal, was da steht. Der Kronprinz verstarb im ursprünglichen Jagdschloss Meierling, welches Kaiser Franz Josef in ein Karmelitinnen-Sühne-Kloster umwandeln ließ. Verstarb ist unter diesen Umständen schon als Verschleierungsversuch zu werten, oder? Aber er hat noch Anhänger. Schau mit am Herz drauf. Das einzig Deutsche, was hier steht, ist die Überschrift. Liebe Rudolf. Lieber Rudolf steht Lieber hier. Rudolf. Ohne R. Lieber Rudolf. Ja, dann ist aus. Wir wollen die schöne ungarische Sprache Das nicht ist- verulken. Aber es ist faszinierend, dass ein ungarischer Liebesbrief hier liegt. Also was jetzt wirklich für mich übrig bleibt ist, da gibt es ein Liebespaar, der eine ist der Kronprinz, der andere Wetscherer, die bringen sich gemeinsam um, aber von ihr ist nichts zu sehen. Stimmt. Und seine Ehefrau fehlt auch. Amüsgöl. In Würfel geschnittene Petersilkartoffeln. Diese Liebesgeschichte ist ja für die Ewigkeit. Ich glaube, in 200 Jahren wird diese Geschichte noch jeder kennen. Und ich habe mir gedacht, okay, welches Gericht wird sicher in 200 Jahren oder welche Zutat oder welche Speise wird in 200 Jahren noch sicher da sein? Und das sind sicher Petersilkartoffeln. Ich habe es in Würfeln geschnitten. Die Habsburg ist für mich so ein Korsett. Ich glaube, da hat man nicht relativ wenig freie Entscheidungen. Macht aber für mich auch etwas schon von der Form, ob es jetzt so schneid oder so, macht auch vom Essvergnügen her, ist das einfach ein Unterschied. Und Kartoffel und Petersil, das ist natürlich, genau. Mir ist auch natürlich wichtig jetzt auch, dass das sozusagen eingebettet ist in so einem Fond mit Butter. Ja, das ist für mich richtig schon, auch dass es einen Glanz hat, auch ein bisschen was Glänzendes, Kitschiges. Es darf nichts Trockenes sein, weil ich glaube, in der ganzen Geschichte steckt so ein Saft drinnen. Eine gelbe Kiwi. Und zwar, ich habe hier so eine Kiwi. Ja, das ist eine goldene Kiwi, die ist gelb. Seit wann gibt es gelbe Kiwi? Du hast jetzt ähnliche Farben. Du sagst, das sind Petersilkartoffeln, schwindelst aber Kiwis drunter. Ja. Und das ist ja auch die Geschichte beim Meierling. Du weißt ja eigentlich nicht, was ist eigentlich, steckt da dahinter. Und du beißt rein und glaubst, es ist so, aber es ist gar nicht so. Und jetzt war für mich die
große Herausforderung und die auch für mich nicht sehr spannend ist, die haben sie ja, oder da geht es um Selbstmord. Und Ja. das ist natürlich eine schwierige Angelegenheit. Wie stelle ich Selbstmord am Teller dar? Dass es auch schmeckt. Weil ja für mich wichtig ist auch, dass durch diese Vorgabe Gerichte herauskommen, die ohne die Vorgabe gar nicht herauskommen wären. Das ist meine große Freude. Ein einfaches Rindsgulasch. Ich habe ein Gulasch gemacht. Ja? Einfach mal aus Verschunken, richtiger Gulasch. Und jetzt schütte ich das einfach drüber, dass ich wirklich die Erdäpfel zudecke. Und das kann ruhig eine Menge sein. Du isst es dann und überlegst dir wirklich, habe ich mit dem Gulasch die Erdäpfel umgebracht? Also schmecken es gar nichts, gehen uns total unter, Ja. wenn man so viel drüber gibt. Und das ist eigentlich für mich das Tolle schon, weil du anders hinschmeckst. Eine vermeintlich klassische Liebesgeschichte. Zwei Menschen gehören zusammen wie Kartoffeln und Petersil. Ein Gericht für die Ewigkeit. Doch weiß man, was wirklich passiert ist? Und weiß man, was man wirklich ist? Ein Selbstmord. Ein klassisch brutaler Akt. Ein Gulasch als klassischer Tod. So ein interessanter Ort für einen Selbstmord. Wirkt friedlich. Ich frage mich bei solchen Orten immer, ob die Traurigkeit, die man empfindet, von dem Gemäuer ausgeht oder ob das nur in unseren Köpfen ist. Grüß Gott. Grüße Sie ganz herzlich. Danke, dass wir da sind dürfen. Grüß Gott, Herr Dr. Etzersdorf. Schön, dass Sie nach Meiling gekommen Ja, sind. vielen Dank, dass Sie uns Ja. empfangen. Ich habe gleich eine Frage. Ja, Was ist das für ein Ort? Oder auch, was ist das Wichtige am Meierling? ich glaube, es gibt in der österreichischen Geschichte ein paar so Schicksalsorte, wo selbst Leute, die in der Geschichte nicht so firm sind, sofort einfällt, welche Beziehung herzustellen ist. Ja. Und deshalb ist dieser Ort einerseits ein Geschichtsort von besonderer Bedeutung für die österreichische Geschichte, aber er ist zugleich auch ein tragischer Ort eines Schicksals, das genau genommen, wenn man jetzt alle dynastischen Rücksichten wegnimmt, auch eine menschliche Dimension hat. Ja. Aber ansonsten war es wirklich ein langweiliger Ort, was ja auch Absicht war, weil Kronprinz Rudolf wollte ja da aus der Öffentlichkeit raustreten und wollte also da hier seine Jagdaufenthalte mit seinen Jagdfreunden organisieren. Erster Gang. Was mich jetzt mal bei dem Menü oder am Anfang des Menüs auch interessieren würde, wäre, was war das eigentlich für eine Zeit? Das war ja 1880. Ja. Was war das für ein Setting? Frau Dr. Grössing, Österreich im ausgehenden 19. Jahrhundert ist ein Vielvölkerstaat, der gebeutelt von Nationalismen dem Untergang zurast und regiert wird von einer sehr traditionell geführten Dynastie. Wie hat sich dieser Rudolf in dieser schwierigen Zeit bewegt und in welcher Weise hat sie ihn betroffen? Einerseits hat er mit dieser starren, konservativen Haltung seines Vaters überhaupt nichts anfangen können. Andererseits hat er versucht, auch aufgrund seiner Freundschaften zu liberalen Kreisen, vielleicht für die Zukunft etwas anderes zu gestalten. Er stand unter dem Einfluss von Moritz Seps, diesem Zeitungsherausgeber, der mit sehr vielen liberalen und demokratischen Ideen konfrontiert hat und wohl auch bei ihm diese Lust nach der Aufhebung der Monarchie genährt hat. Auf der anderen Seite war es dieses Klima, den Fortschritt verschlafen zu haben. Irgendwie ist ja die private oder romantische Tragödie, um die es uns hier geht, auch eingebunden in den politischen Untergang dieser Gesellschaft. Weil ja unser Thronfolger sein Unglück in seinem Leben nicht nur aus privaten Quellen zieht, sondern auch aus der Tatsache, dass er politisch mit seinem Vater in keiner Weise klarkommt. Sein Vater war in einem derartig streng konservativ-religiösen Geist erzogen worden,
dass Franz Josef schon nicht aus seiner Haut konnte und damit den Sohn nicht verstehen konnte. Also es war eine Verständnislosigkeit da innerhalb der Herrscherfamilie. Würdest du sagen, also mir fällt jetzt also dazu mal eins von der Basis, dass es kein ruhiges Gericht ist, sondern eher eines, wo es brodelt? Es brodelt unter der Oberfläche. Diese äußerlich extrem verzopfte und verkrampfte Gesellschaft, die total erstarrt ist. Bedenken wir gleichzeitig, tanzen die in Paris Cancan. Franz Josef war alles andere als ein Vater, der den Sohn aufbaut für die Zukunft. Er hat diese metternichische Haltung, würde ich sagen, fast übernommen und dem Sohn praktisch keine Chancen eingeräumt. Der Sohn war für ihn ein Krepiererl als Kind und ein Plauscherl als Erwachsener. Ist zum Beispiel für dich Untergang, ist das eher leicht oder ist das eher schwer? Es fühlt sich schwer an, wie Fäulnis. Wie Fäulnis. Ja, wie eine faulige, schwere, feuchte Frucht. Aber wo schon der Schimmelbefall da ist. Also die kurz vorm Kippen ist quasi. Kurz vorm Kipp, eigentlich schon drüber. Es wäre zum Beispiel für mich jetzt interessant, ich bespiele den ganzen Teller, damit ich die Stimmung wiedergebe. Ich mache zum Beispiel Paprikazwiebel. Paprika, das steht für Ungarn. Das steht für diese österreichisch-ungarische Monarchie. Die Innereien von Apfelstrudel, Äpfel gebraten mit Nüssen, Bröseln. Apfelstrudel, das ist Identität. Das ist Österreich. Und Kalbstabelspitz, auch so ein Klassiker. Pumpernickel ist dagegen nichts Klassisches. Das hat was Erdiges, was Dunkles, fast was Ungelerntes. Was war das für ein Österreich? Apfelmus. Zerkleinerter Apfelstrudel. Karotten. Sellerie. Pumpernickel. Apfelkompott. Nüsse. Rote Zwiebel. Gewürfelter Kalbstafelspitz. Paprikazwiebel. Marinade. Petersilie. Kalbsfond. Eine Stimmung füllt den ganzen Teller aus. Eine Schwere, eine Deftigkeit und klassische Küche. Wann kippt das Gericht? Wann ist es zu viel? Oder ist es längst zu viel? Zweiter Gang. Wer kommt zuerst? Kommt zuerst die Wetscherer oder kommt zuerst der Rudolf? Wer kriegt zuerst die Aufmerksamkeit? Oder wie ist es? Ist das am Anfang was vom Menü wichtiger oder das, was als nächstes Im kommt? Satz, glaube ich, hast du dir die Antwort schon gegeben. Wer bekommt zuerst die Aufmerksamkeit? Ja, natürlich der Thronfolger. Das ist mein Buch über Kronprinz Rudolf. Schau, interessanter Untertitel. Nämlich. Freigeist, Herzensbrecher, Psychopath. Heftig. Da müsste man jetzt analysieren, was ist ein Psychopath. Aber Rudolf war sicher einer, denn sein Charakter war nicht zu fassen. Wenn nun unser Rudolf ein ungeliebter Sohn war und sogar ein politischer Gegner seines Vaters, des Kaisers, was für eine Bedeutung hat der Tod des Thronfolgers für Österreich? Er wäre nicht Kaiser geworden wahrscheinlich. Vor allem auch aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes. Er war kein normal gesunder Bub, sondern er war übersensibel aufgrund der schlechten Erziehungsmethoden, denen er ausgeliefert war. An seinem Bett wird geschossen, da wird abgehärtet, wird das 5-Jährige in den Leinzer Tierpark gesperrt, zu den Wildschweinen. Das Kind schreit, kriegt Schüttelfrost, also alle Angstzustände. Jetzt vom Bild her, für dich, ist er in der Mitte, der Rudolf, oder ist er am Rand? Nein, in der Mitte ist er nicht.
von seiner ganzen Körperlichkeit war er so stark angeschlagen mit 30 Jahren. Das muss man sich einmal vorstellen. Der Mann war ja noch nicht alt. Er war Alkoholiker. Wahrscheinlich aufgrund eines medizinischen Vorschlags wurde er Morphinist. Er hat auch Kokain genommen. Und dann natürlich hat er sich noch bei einer Halbweltdame mit der Gonorrhoe infiziert, also dem Tripper. Es muss etwas sein und das von oben muss was draufdrücken, was Schweres. Ja. Was ist für dich schwer? Was Im Essen. ja. Was Fettes. Das ist eine super Idee. War da ein Intellektueller, kann man das sagen, der Rudolf? Das wird in groben Zügen so stimmen. Einerseits das Interesse für liberale Kreise, für die Wissenschaftlerkreise, dann auch die Entdeckung der Welt, also macht sehr viele Reisen, Wissenschaftsreisen. Er war begeisterter Ornithologe. Ornithologe, auch wenn immer der Jagdtrieb immer auch überhand nimmt. Da gibt es eine sehr schöne Stelle, da schreibt er, ja, da sah ich einen Seeadler und das fiel dann unter der Last meiner Patronen tot zu Boden. Also bewundern ja, aber ich muss ihn leider auch schießen. Eine Wachtel ist keine Ente. Eine Wachtel ist zart, etwas Feines. Und so sehe ich auch den Rudolf. Der ist so labil, der ist emotional sensibel. Wie war denn die Beziehung vom Kronprinz Rudolf zu den Frauen? Seine Mutter hat er unglaublich geliebt und immer vermisst. Sie war für ihn nicht da. Und sie hat ihm das auch immer wieder demonstriert, dass er als Kind sie nicht interessiert. Sie hat ihn auch nicht geliebt, aus einem ganz anderen Grund. Weil sie hat gewusst, dieser Sohn ist ein Instrument der Politik. Das ist nicht mein Kind. Was ich auch glaube, dass du auch dich selber verlierst in so einer Zeremoniell wie bei den Habsburgern, weil du ja selbst teilweise nicht existieren darfst. Ja. Du hast eine Rolle. Ja. Und natürlich gehst du dann über, einfach auf ein Minimum zu funktionieren und du verlierst dich. Zu seiner Ehefrau Stefanie, die er in Belgien geheiratet hat und wo er praktisch als Freier, als Bräutigam hingekommen ist, ist er mit einer Geliebten im Handgepäck schon erschienen. Also so muss man sich einmal das vorstellen, diese Abwertung eigentlich. Das ist eine Abwertung. Und dann ist natürlich die Stefanie eine Person, die ihn halt einfach überhaupt nicht fordert. Also die hat, ich will jetzt nicht schaden, aber sie hat schon Standesdünkel. Also es ärgert sie sehr, dass der Kronprinz Rudolf so mit Fiakern Verkehr hat, dass er zu Heurigen geht. Sein Leibfiaker Bratfisch hat dort singen müssen, Heurigenlieder. Das hat er unglaublich geschätzt. Aber im nächsten Moment, und das zeigt ihm seinen unausgeglichenen Charakter, er konnte in Stimmung sein, er konnte Heurigenlieder singen, zusammen mit dem Bratfisch. Und im nächsten Moment ist die Stimmung umgekippt und er hat nur geschaut, dass er da wegkommt von dem Pöbel und von dem Volk. Also der Mangel an Geschmack, die Tatsache, dass alles farblich fahl und geschmacklich leer und banal wird, das ist ein Aspekt der Depression, der auf jeden Fall gegeben ist. Nämlich die, dass du nichts mehr fühlen kannst. Ja, das heißt, das ist ja sehr gut möglich, dass du etwas kochst, das noch nichts schmeckt. Ja? Ja. Und dann vielleicht was daneben, was voll einfährt. Ich kann es auch als Gericht machen, weil es ein interessantes Esserfahren ist. Das machst du im Alltag nicht. Du, heute koche ich immer was Fades. Aber da ist es sich das Mögliche, das auszuprobieren. Weil das Fade sagt ja sehr viel was aus über die Lebendigkeit, über das andere. In der Monarchie war ja alles, so vieles nicht sichtbar. Dass ich vielleicht irgendwas nehme, wo ich das einpacke. Ja. Dinge, die man vielleicht auseinanderschmeckt, die man nicht so sieht. Vielleicht auch etwas Überraschendes? Spinat mit einer unerwarteten Note. Zum Beispiel so ein Gewürz, das man nicht mit der Monarchie verbindet. Kronprinz Rudolf. Geschmacklose Kartoffelcreme. Spinat, Kreuzkümmel, Händelfas, eine Palatschinke.
Liptauer. Brust und Keule einer Wachtel. Fond. Gebratene Händelhaut. Der Kronprinz findet am Rand des Tellers statt. Unter allem liegt eine geschmacklose Kartoffelcreme. Wer er wirklich war, ist nicht sichtbar, wird von der Palatschinke verborgen. Doch mit dem Kreuzkümmel rechnet man nicht. Etwas, was niemand von ihm weiß. Der Liptauer als Wunsch nach Bodenständigkeit. Die Wachtel, ein kleines, fast zerbrechliches Auftreten eines Ornithologen. Die Händelhaut als Zeichen seiner Schwere. Tut dir die Wetscherer leid? Findest du es ein Opfer, oder? Ja, durchaus. Letztlich ist sie ein armes Mädchen, das in etwas hineingejagt wurde und sicherlich von Anfang an nicht geplant hat zu sterben mit diesem hochbewunderten Mann. Warum ist der Sarg eigentlich hier im Museum und nicht im Grab? Als sie am 1. Februar des Jahres 1889 beigesetzt wurde im Heiligen Kreuz, Kreuzer Friedhof, musste sie im Selbstmördereck, das gab es das damals noch, beigesetzt werden, in einem Holzsack. Die Mutter Helene hat dann erwirkt, dass sie in eine schönere Gruft kommt und hat sich dann bemüht, einen Sarg von der Firma Beschorner zu bekommen. Jene Sargfirma, die auch die Särge für den Kronprinz Rudolf gemacht hat. Also da ist der Versuch, sie auf gleiche Ebene zu heben. Man hat dann gesehen, dass dieser Sarg geplündert wurde, wahrscheinlich von russischen Besatzungssoldaten. Dann kommen sie in den dritten Sarg und man hat gehofft, naja, da hat sie jetzt endlich die ewige Ruhe gefunden. Nein, 1991 im Juni wird dieser Sarg entwendet von einem Linzer Möbelhändler, der auf eigene Faust das Rätsel von Mayerling lösen möchte. Also wenn man den Werdegang ihres Skelettes, sagen wir so, anschaut, dann kann man sagen, es gibt kaum irgendwelche Toten, die so herumgeschleift worden sind wie diese Knochen von dem Mädchen. Dritter Gang. Es gab so Poesiealben und sie schreibt, ja, der große Held Siegfried, das fasziniert sie. Sie hat Angst vor Spinnen. Also etwas, was heute wahrscheinlich ein Mädel in dem Alter auch genauso hineinschreiben würde. Nämlich Backfisch hat man ja damals die Teenager bezeichnet und sie war also sicherlich ein hysterischer Backfisch, der sich den Kronprinzen in den Kopf gesetzt hat. Die hat einfach gewusst, mir fehlt noch etwas, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erlangen. Und da hat sie eine Frau, die sie unterstützt, die Marie Lariche. Die Marie Lariche ist eine Nichte von der Kaiserin Elisabeth und sie mag die Stephanie nicht. Und denkt sie, na, führe ich doch eine Geliebte zu, dann wird die Stephanie schon sehen, wo sie bleibt. Die beiden haben sich kennengelernt, Rudolf und Mary Wetscherer, bei einem Rennen in der Freudenau. Glaubst du, war damals auch so ein geschissenes Wetter, wie sie die Wetscherer und der Kronprinz Rudolf kennengelernt haben? So schlimm ist ja gar nicht heute. Das war ja da so ein High-Society-Platz, wo sich der Adel getroffen und vergnügt hat. Und das sehe ich eigentlich mehr im Sonnenlicht, oder? Ach so. Ich glaube nicht, Na dass ja, die Regen daherkommen sind. Ja, wo stell dir vor, die Wetscherer geht doch im Gatsch. Sie hat's hin und der Kronprinz Rudolf sagt, kann ich Ihnen helfen? Ein schönes Bild. Sagt sie, was sagt er zu ihr, mein Fräulein? Was hat er eigentlich, glaubst du, was hat er zu ihr gesagt? Und hat er gleich nach dem Namen gefragt? Entschuldigung, mein Name ist Kronprinz Rudolf, wie heißen Sie? Ja, ich kann mir das alles überhaupt nicht vorstellen. Wie brät ein Kronprinz in der Öffentlichkeit eine junge Dame an? Sie hat attraktives Aussehen gehabt und dafür hat sich Kronprinz Rudolf immer interessiert, hat aber natürlich das nicht sonderlich ernst genommen. Nur gab es jetzt diese Marie Lariche, die jetzt in dieser Person, der Mary Wetscherer, ein Instrument gesehen hat, um diese Ehe von Kronprinz Rudolf und Stephanie zu zerrütten. In dem Fall aber ist es natürlich die Mary Wetscherer, die von sich aus bedingungslose Liebe fordert und diese Bedingungslosigkeit auch immer auch zum Ausdruck bringt. Sie ist bereit, alles zu machen, was er haben möchte. Und Rudolf geht das Experiment ein. Das war ja eine unglaubliche, selbstbewusste Person. Also nicht irgendwie so ein Hascherl, sondern diese Mary Wetscherer war schon
durchtriebenes Luder, würde ich sagen. Als auf einem Hofball dieses junge Mädchen da den Hofknicks verweigert hat vor der Kronprinzessin, vor der Stephanie von Belgien. Das war natürlich ein Eklat. Und da hat es dann die Runde gemacht und es ist publik geworden. Man muss schon in diesen Gesten auch lesen, um gewisse Dinge zu verstehen. Da war es wohl auch dieses Bedürfnis von der Mary Wetscher, auch diesen Einfluss auch bis zum konsequenten Ende durchzugehen, weil Kronprinz Rudolf hat ja vorher schon die Lust gehabt, sich umzubringen. Sie möchte gefallen. Ja, auf jeden Fall will sie so, gefallen. Sie möchte dabei sein. Möchte sie Bedeutung haben? Kann man das auch? Ich meine, so wie wir das interpretieren können. Ja, ich glaube, das ist Rockstar-Fandom, Extremes. Das ist wie Beatlemania. Bereit, Dinge zu tun, die sie wahrscheinlich 3-4 Jahre später in ihrem Leben nicht mehr bereit gewesen wären. Lustigerweise kommt mir das Bild eines Lollipops. Farbe, es braucht Farbe. Sie ist eine Minderjährige. In ihrem Kopf geht's drunter und drüber und sie weiß nicht, was ihr Platz ist. Wäre was Naives auch? Hat's was Naives? Ja. Der Rausch entsteht dann dadurch, dass er plötzlich in der Realität vor ihr steht und dass dann ihr das widerfährt, was sich ganz viele kleine Mädchen in dem Wien damals gewünscht hätten. Du brauchst etwas sehr Einfaches, das aber sehr schön aussieht, relativ banal ist, das durch eine kleine Zutat, die teuer, die preziös ist, erst zu dem wird, was sie sich gewohnt. Also was ich mir vorstellen könnte, zum Beispiel ein Ei. Mary. Pikante Haferflocken. Rote Rüben. Frischkäse. Safrankarotte. Ein gekochtes Ei. Forellenkaviar. Schnittlauch. Die Naivität der Haferflocken als Grundlage. Die bunte Vielfalt als Farbenrausch mit roter Rübe, Frischkäse und Safrankarotte. Ein einfaches Produkt. Ein Hühnerei, wie durch den Kaviar gehoben. Versprochen hast du nimmst mich mit. Und nun muss ich es alleine tun. Mary, für dich geht doch das Leben erst dann. Nein, es ist aus. Mein Leben, das bist du. Ja, wenn ich mir den Liebestod von der Hörbiger so anschaue, ich weiß nicht, soll ich gerührt sein oder angewidert? Es ist schon sehr pathetisch. Ich meine, ein großes Thema, oder? Das ist ja wirklich so, wie das da steht, die große, reine Liebe. Ist das auch was, das die ganze Geschichte so spannend macht? Warum ich das noch kenne, obwohl ich mit Habsburger nicht viel am Hut habe? Warum diese Geschichte so, weil die eben so noch ein Mysterium hat? Ja. Und mit jung, alt Da hast du und recht, dann da hast du recht. die Persönlichkeit. Ich glaube, das und Mysterium ist Berühmtheit. wahnsinnig wichtig. Es steckt eine ungelöste Frage in dieser Liebesgeschichte. Vierter Gang. In der klassischen Menüfolge wären wir beim Fischgang. Also das war keine sehr intensive Beziehung. Woher weiß man dann über den emotionalen Zustand der Wetscherer? Was für Quellen gibt es zu ihren Emotionen? Zum Beispiel ihre Abschiedsbriefe. Da steht es da drinnen, dass sie den Kopf verloren haben und sie die seine ist und so weiter. Das steht in diesen Abschiedsbriefen. Ein zeitloses Dokument einer sehr einseitigen Liebe. Es wird einmal der Kronprinz Rudolf gefragt, was er denn von der Wetscherer hält. Und er meint, ja, besonders hübsch ist sie eh nicht. Aber es rührt ihm diese Treue, diese bedingungslose Treue. Und das nützt Kronprinz Rudolf aus. Das muss man schon so in der Härte sagen. Und für sie ist es diese große Jugendliebe. Und sie schreibt auch, ich konnte der Liebe nicht entsagen und gehe mit ihm lieber in den Tod.
Vielleicht muss man den Begriff große Liebe korrigieren in Bezug auf schwärmerische Liebe. Es gibt ein berühmtes Datum, den 13. Jänner des Jahres 1889, da schreibt sie, jetzt bin ich zur Frau geworden. Was kann das anderes heißen, als dass hier eine sexuelle Vereinigung stattgefunden hat? Sie hat auch einen Ring dann getragen, wo dieses Datum eingetragen war. Und sie waren dann wirklich hörig. Man muss es, glaube ich, auch so auf den Punkt bringen. Da hat er gleich gedacht, dass er sich mit ihr umbringen möchte. Wissen Sie, ich glaube, wenn er merkt, wie dieses junge Mädchen für ihn schwärmt und jetzt da alles dran setzt, ihn zu verführen und so, dass er sich gedacht hat, das könnte die richtige sein. Ich meine, das sage jetzt ich, aber so könnte es gewesen sein, dass er ihr den Vorschlag gemacht hat und ihr noch erklärt hat, warum er das tun will, weil er sie liebt über alles, bis über den Tod hinaus und was weiß ich, was Männer da alles erzählen. 2 Nächte vor der Bluttat hier in Meierling trifft sich Rudolf noch mit der Mitzi Kasper. Wenn ich verliebt bin, gehe ich doch nicht zur Langzeitgeliebten. Die Frage ist, wie wird daraus dieses österreichische Romeo und Julia in der Populärkultur? Die ersten Romane, die entstanden sind, haben wir natürlich auch auf diesen Aspekt gesetzt. Wohl auch deshalb leichter möglich, weil die historischen Rahmenbedingungen nicht so bekannt waren. Es gibt ja, ich habe es gezählt, an die 33 Theorien, wie sie umgekommen sind. Was die Gründe sind. Also ein unglaubliches Biotop. Weil man in dieser ganzen Geschichte eine romantische, tragische Liebesgeschichte vermutet. Also so würde ich das Ganze bezeichnen. Romantisch, tragisch und dann zumindest von ihrer Seite her Liebesgeschichte. Und sowas spricht das Volk an. Und diese Vorstellung, dass ein so junges Mädchen ihr Leben auf diesem Altar der Liebe opfert, ist Grund genug, daraus eine komplette Liebesgeschichte zu ziehen, auch wenn sie so im Narrativ, wie es Filme perpetuieren, nicht stimmt. Ich habe jetzt kurz eine Idee, ich weiß nicht, was du davon hältst. Und zwar, ich würde gern ein Gericht machen, wo ich mache das Gericht, dann schneide ich es in 2 Hälften. Ja? Das heißt, du hast ein Gericht, ich würde einmal so sagen, die kitschige Liebe, wie man sie aus den Filmen kennt. Ja? Und auf der anderen dann die veränderte. Praktisch, wo ich sozusagen mit dem Gericht noch weitergehe und noch zusätzlich das extra abschmecke. Wo ich noch ein bisschen Dinge dazugebe, die das Ganze differenzierter macht. Ja. Und die gespiegelte Seite, kriegt ihr was Bitteres? Bitter ist ja super, natürlich. Mit Bitter arbeiten ist immer, das finde ich super. Die Liebesgeschichte. Risotto. Weißer Fisch. Beurre blanc. Leberkäse. Roher Kohlrabi. Chicorée. Auf der linken Seite die reine Liebe. Weißer Fisch auf weißem Risotto mit Beurre blanc und rohem Kohlrabi. Die fast unschuldige Geschichte aus der Populärkultur. Auf der rechten Seite dasselbe Gericht, jedoch mit dem Leberkäse als irritierendem Element und dem Chicorée als bittere Note. 2 Versionen einer Liebe. Fünfter Gang. Selbstmord hat nichts Schönes. Selbstmord ist ein extremer starker Einschnitt. Ja? Und natürlich geht es schon bei uns darum, dass das, was am Teller kommt, schmeckt. Es geht sozusagen nur für mich immer darum, dass man das in einem neuen Zusammenhang sieht und sich auch auf diese Stimmung einlässt. Es ist was Anspruchsvolles.
ist das der Originalrevolver? Leider nein, und es gibt ihn auch offensichtlich nicht. Aber dieser Revolver ist vom Typus her genau der gleiche und auch aus der gleichen Zeit, wie ihn Rudolf für diese Bluttat verwendet hat, der fatale Wunden erzeugt. Also die Schädelkalotte ist fast explodiert. Also nicht nur ein Einschussloch, was auch zu diesem immensen Blutbad geführt hat, wie sich es dann den Zeitzeugen offenbart hat, als sie dann den Schauplatz betreten haben. Aber für mich hat es etwas, dass etwas mit irrsinniger Kraft auf den Teller aufkommt. Ja? Und ich habe auch etwas so, dass etwas zerplatscht. Also wie sagt man da, weil es richtig so, genau wie ein Wasserbombe. Also es braucht was Explosives. Explosives. Der Altar markiert jenen Platz, an dem das Bett war, an dem die Leichen gefunden worden sind. Und darin liegt ja eine Botschaft. Man wollte also eine Entzündungsarbeit hier initiieren, dass in diesem Raum, wo diese große Schande begangen wurde, Mord und Selbstmord, hier durch Gebet, durch ständiges Gebet, diese Last aufgehoben wird. Wer und unter welchen Umständen war als erster hier vor Ort und hat die Tat entdeckt, gesehen? Es sind zwei Personen. Es ist der Kammerdiener des Kronprinzen, Johann Loschek, und Josef Graf Hoyos, der ja Gast hier war, weil sie wollten ja gemeinsam auf die Jagd gehen. Er hat auch die Schüsse gehört, kam herauf zum Schloss und befiehlt aufzumachen. Und dann wird mit dem Faktum konfrontiert, es ist zugesperrt, wird also aufgehakt. Und zuerst schaut Loschek rein und sieht, da liegt nicht nur der Kronprinz drinnen, sondern auch die mehrere Wetschere, und kommt in die peinliche Situation, dass er mit der Wahrheit jetzt rausrücken muss. Es ist etwas total brutal. Das Gehirn wird zerfetzt oder es war wirklich, es hat ausgeschaut, alles überall Blut. Ist das auch eine Botschaft drinnen? Nein, das ist, entspricht auch gewissermaßen einem Ehrenkodex. Was war der Beruf von Rudolf? Er war Militarist. Ein Militarist schießt, ein Jäger schießt. Die Auswirkungen waren halt einfach bedingt durch die Waffentechnik von damals so fatal, dass es also wirklich zu einem solchen Blutbad gekommen ist. Angeblich sollte der Loschek ja dem Kronprinzen was vorsingen. Also, wie soll ich sagen, so eine romantische Tragödienstimmung muss das gewesen sein. Es ist ja auch so, dass am frühen Morgen Kronprinz Rudolf völlig angezogen zum Loschek kommt in sein Dienstzimmer und ihn bittet, er möge anspannen lassen, also das Fuhrwerk vorfahren lassen. Das musste unten geholt werden, und in dem Moment, wo er runtergeht zum Fuhrwerk, hört er die Schüsse. Beim Kronprinz Rudolf war es ja auch wirklich, dass er jemand mit in den Tod genommen hat. Also ermordet hat. Genau, es war ein Man kann es nicht anders sagen. Genau. Sozusagen ein Femizid. Genau. Ja? Und jetzt die Frage, wie diese Brutalität dastehen kann. Wissen wir mit Sicherheit, in welcher Weise diese Waffe, also nicht diese, sondern ihr Pendant verwendet wurde? Wir wissen aus den Abschiedsbriefen ganz genau, dass es also wirklich ein absichtlicher Selbstmord ist. Nur war sich Kronprinz Rudolf und auch mehrere Wetschere klar, dass sie im Umgang mit solchen Handwaffen nicht die Erfahrung mitbringt. Und so gesehen muss man auch ehrlicherweise sagen, Rudolf war auch ein Mörder hier in Meierling. Und es hat keine Zeichen des Kampfes oder irgendetwas gegeben. Also sie war sicher einverstanden. Es ist auf jeden Fall so, dass der Thronfolger ein minderjähriges Mädchen in den Kopf geschossen hat. Ja, genau. Die auch sowohl nach damaligen wie heutigen Kriterien eigentlich nicht selbstverantwortlich das entscheiden konnte. Aber es ist nicht blutrot. Es hat eine gewisse Tristesse. Und es ist ein besonderer Selbstmord, weil er quasi so im öffentlichen Bewusstsein stattfindet. Und dieses Besondere kann man auch mit einer besonderen Zutat darstellen. Was ich mir überlegt habe, ist,
Diese Schusswaffe, die der einfährt und alles zerschießt, ja? Dass man zum Beispiel einerseits da noch Kartoffelschmoren draufhaut, dann noch was draufhaut, dass das so Schichten werden und die sind aber so praktisch wie ein Einschuss. Ja? Und dadurch, glaube ich, ergibt sich auch ein eigener Geschmack. Ja. Der Selbstmord. Kartoffelschmarrn. Faschierte Leibchen aus Schweinefleisch mit gestopften Gänseleberkern. Braune Zwiebeln. Topfen. Duxelles. Gebundener Kalbsfond. Ein brutaler Akt auf dem Teller. Die Wucht des Kartoffelschmarrns. Schweinefleisch und gestopfte Gänseleber, ein Kontrast, vereint in einem Klassiker, dem Fleischleibchen. Die Verbissenheit eines Selbstmords im ausgepressten Topfen. Braune Zwiebeln und Duxelles tragen zur Verwüstung bei. Der Fond als Rindsal am Tatort. Eine höchst exaltierte Liebesgeschichte. Wieso kannst du dir da so sicher sein? Ist das nicht, dass er auch was empfunden hat? Weil das ist ja eine Intimität, sich gemeinsam umzubringen. Das machst du ja nicht mit jemandem, der... Ja, aber für ihn war es ja austauschbar. Ein Jahr davor wollte er mit Mitzi Kasper sterben. Gut, aber er hat ja trotzdem dann getroffen, 88, und dann war er anscheinend der Vertraute da mit ihr. Ja, ich glaube aber, das ist nur eine Meinung. Er hat eine Person gesucht, die mit ihm stirbt, die ihm den Weg leichter macht. Und sie in ihrer Ergebenheit hat ihm diese Möglichkeit gegeben. Und die Frage ist nicht immer, was bleibt? Ja, ich meine, jetzt nach dem Selbstmord, die Protagonisten sind nicht mehr. Also bleibt nur mehr die Frage, wie wird das... Genau. Das ist der leichteste Gang. Das ist wirklich... Das ist ein schöner Gedanke. Das vermeintliche Liebespaar soll sich ja gewünscht haben, gemeinsam begraben zu werden in Åland. Eigentlich hätte Rudolf wissen müssen, dass er niemals in Åland begraben wird. Denn soweit hätte er sich zumindest mit den Usancen auseinandersetzen müssen, der Habsburger Begräbnisriten, dass er sicher in die Kapuzinergruft kommt. Es gibt eine Schicksalsgeschichte, die eng verknüpft ist mit dem Schicksal von Mary Wetscherer. Und das verschweigt ja der Sarg. Unter welchen unwürdigen Umständen die Leiche hier aus dem Schloss gebracht wurde, dann ist es kein Ruhmesblatt für das Haus Habsburg. Man hat ja die Mutter gar nicht informiert, dass die Tochter umgekommen ist, hat man nicht. Und wo sie ist und so weiter. Die Helene Wetscherer ist ja bis zur Kaiserin vorgedrungen und hat also flehentlich gebeten, man möge ihr doch sagen, was mit der Tochter passiert ist. Es durfte ja niemand was von der Leiche wissen. Und sie wurde in der Nacht nach Heiligenkreuz gebracht. Aber wie? In einer Kutsche, man hat einen Besenstiel in den Rücken, ins Kleid gesteckt. Jetzt muss sie aufrecht sitzen, die Leiche, damit nicht auffällt, dass da eine Leiche abtransportiert wird. Das ist einigermaßen makaber. Genau so ist es. Ja. Also es ist der Mantel des Schweigens über diese ganze Affäre gelegt worden. Es gibt ja immer noch Gedenkmessen, aber nur für einen Kronprinz Rudolf. Er hat ja nicht nur ein gescheites Grab, ihm ist ein Kloster gewidmet. Das ist, glaube ich, einzigartig in der europäischen Geschichte, dass die Sühnearbeit heute noch geleistet wird. Gibt es eine Bestätigung eigentlich, also dass er das so gedacht hat, der Kaiser? Ja, es gibt einen Stiftungsbrief. Einen Stiftungsbrief, wo er halt einfach festlegt, dass es hier eine Entzündung stattfinden muss. Und er hat ja bewusst die Karmeliterinnen ausgesucht. Warum? Das ist ein Schweigeorden. Also die nicht vor dem Mikrofon stehen und sagen, ja, so war es. Also nein, die wirklich im kontemplativen Gebet für diese Erlösung beten. Dessert. Ein bisschen Ungerechtigkeit steckt in der Geschichte drin. Das ungleiche Fortleben der beiden Figuren.
Was mich noch interessiert, ist irgendetwas sichtbar von dieser Tragödie damals? Irgendwas, was man sehen kann, wo man sagt, okay, das hat mit dieser Tragödie zu tun? Oder ist es einfach eine Kirche, wo auch was verdrängt wird? Halb, halb, würde ich sagen. Einerseits natürlich, die Glasfenster sind Geschichte von Freunden des Kronprinzen. Die haben natürlich jetzt nicht direkt zur Tragödie Bezug, aber sie sind ein Reflex darauf, also dass sich die jetzt auch mit eingebunden gefühlt haben in dieses Kirchenprojekt. Auf der anderen Seite ist die Kirche neutral genug, weil zuerst einmal ist es eine Klosterkirche. Und es war ja, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dem Kaiser wichtig, dass alle Erinnerungen ausgelöscht werden. Es ist auch ein Ort der Sühne. Sozusagen. Es ist auch, vor allem ein Ort der Sühne. Inkludiert dieser kaiserliche Stiftungsauftrag auch für die Mary Wetscherer zu beten? Bedauerlicherweise nein. Aber bei den Gottesdiensten hat der Zelebrant, wenn er klug war, und da gab es sehr viele kluge Zelebranten, immer auch ohne den Namen zu nennen, auch das Opfer mit hineingenommen in die Fürbitte. Ohne Wetscherer wird es nicht funktionieren. Ja. Die Geschichte wäre nicht so schön, könnte man nicht so schön erzählen, wenn sich der Kronprinz Rudolf alleine umgebracht hätte. Es ist also nicht nur ein Ort der Sühne, sondern auch ein Zeichen der Verdrängung. Ich denke an den Titel Ihres Buches zu diesem Thema, wie der Kaiser selbst gesagt hat. Alles ist besser als die Wahrheit. Und das hat er zum Schwiegervater von Kronprinz Rudolf gesagt, dem belgischen König. Es ist kaum ein anderer Habsburger, der die Fantasie der Menschheit oder der Menschen, die nach Mayerling kommen oder in die Kapuzinergruft gehen, so anregt wie Rudolf. Mir fällt aber in dem Zusammenhang ein ganz anderer Satz ein, den Richard Strauss vertont in der Salome. Das Geheimnis der Liebe ist größer als das Geheimnis des Todes. Und es gibt kaum einen Satz, der besser das Geheimnis dieser Tragödie auf den Punkt bringt. Ich glaube, also auch von der Frage, was bleibt, ist auch so ein starker Kontrast. Dass man das ein bisschen aufhebt, das Statement, auch für uns sozusagen, dass wir sagen, okay, zu der Liebesgeschichte gehören beide dazu. Und die Wetscherer hat eine wichtige Rolle und die sollte man da auch nicht vergessen. Was bleibt? Apfelmus, Knusperflocken, Apfelkompott, Schokomus aus 2 verschiedenen Schokoladen, Kekssplitter, Butterbrösel, Grießknödel. Auf dem großen Teller ein Grießknödel auf Butterbrösel. Doch für sich alleine kann er diese Geschichte nie erzählen. Der kleine Teller mit Zutaten, die ihn besonders machen. Nur durch das Vereinen aller Komponenten wird man beiden Protagonisten gerecht und gibt Mary die Bedeutung, die ihr zusteht. In jedem Fall, nach 4-facher Grabschändung hat sie zumindest jetzt hier endlich ihre Ruhe gefunden. Vielleicht. Die länger anhält. Genau. Kronprinz Rudolf und Mary Wetscherer. Guten Appetit!